Ihr kennt Kolossus im Heidepark, ihr kennt diese Art Holzachterbahn und wisst auch, dass die sehr viele Probleme gemacht hat. Balder ist ebenfalls so eine Bahn und warum das Ganze eigentlich so genial und gut ist und trotzdem gescheitert ist, darüber reden wir heute in diesem Video. Mahlzeit, herzlich willkommen beim Review Magazin in einem neuen Video meinerseits und meinem Review zu Balder. Haben wir zwar schon mal vor einigen Jahren darüber gesprochen, wir sind die Bahn auch wieder aktuell gefahren und es gibt super viele spannende Fakten zu Balder, die ich euch heute erzählen möchte, aber auch vieles Interessante dazu, warum das Ganze eigentlich so gut ist und trotzdem gescheitert ist. Diese Art Holzachterbahn, wie Balder sie ist, kennt ihr zum Beispiel auch von Kolossus Kampf der Giganten im Heidepark und wurde weltweit nur 4-mal ausgeliefert, aber alle 4 Bahnen stehen heute noch und 3 von diesen 4 bin ich gefahren und die sind einfach wirklich sehr, sehr gut. Und über Balder reden wir ja heute. Ich muss jetzt nicht so tief mit euch in das Layout reingehen, aber es ist eine sehr gute Bahn mit einem sehr guten Layout, mit einem Cyclone-Layout und jetzt eine genaue Fahranalyse wäre totaler Quatsch, weil ja, Kurve, Hügel, Hügel, Kurve, Hügel, Hügel, Kurve, Hügel, Hügel, Kurve bringt uns jetzt gar nicht weiter. Sehr smooth, sehr schnell, sehr viel Airtime, macht super viel Spaß und ist eine klassische Achterbahn mit einem klassischen Cyclone-Layout. Ganz, ganz neu und modern interpretiert und super schnell und smooth und trotzdem rough unterwegs. Balder einfach geil, wenn ihr das ein bisschen mehr erleben wollt, verstehen wollt, warum das so gut ist. Es gibt auch ein On-Ride-Video von mir hier auf dem Kanal. Checkt das gerne mal aus. Dann wisst ihr, wie so die Fahrt abläuft, ohne dass wir da jetzt zu sehr ins Detail gehen müssen. Ist halt eine Sache, muss man erleben und fühlen. Aber es gibt super viele spannende Fakten und Daten zu Balder. Denn Balder im schwedischen Liseberg, direkt in Göteborg, mitten in der City, ist 36 Meter hoch, hat eine Neigung von 70 Grad beim ersten Drop. Das bringt eine Spitzengeschwindigkeit von 90 km/h auf den 1070 Meter langen Rundkurs, der 10 große Airtime-Momente bereithält und die 2 Züge, die auf Balder unterwegs sein können, einmal in Rot, einmal in Blau, mit Gurt und Schoßbügel, können jeweils 30 Personen mitnehmen, was dann theoretisch bis zu 1149 Personen pro Stunde sind als Kapazität, die angegeben werden bei Balder. Liseberg musste für diese Achterbahn auch 100 Millionen Kronen investieren, was rund 10 Millionen Euro sind. Und die Eröffnung von Balder war im Jahr 2003. Gebaut wurde Balder von Intermin Amusement Rides zusammen mit Holzbau Cordes und dem Ingenieurbüro Stengel. Und das Ganze ist der Prefabricated Wooden Track, der wie gesagt nur 4-mal gebaut wurde. Erstmal 2001 bei Kolossus und dann 2003 das zweite Mal bei Balder. Und für Balder braucht man 190.000 laufende Meter Holz und 140 Tonnen Bolzen und Verbindungen. Und für diesen Coaster wurde ein Loch von 5400 Kubikmetern ausgehoben. Das bedeutet, da würden theoretisch so zusammengepackt 6 Millionen 1 Liter Tetrapacks Milch reinpassen, um sich das wirklich jetzt mal so TV-like bildlich vorzustellen. Und dieses Loch musste man buddeln für eine Fundamentplatte und diese Betonplatte hat 6450 Quadratmeter. Das bedeutet, man könnte da 3370 Volvo Duett von 1963 drauf parken, wenn man die ganz eng zusammenstellt. Aber da ist leider kein Platz, denn Balder ruht auf 300 Pfählen und die in eine Reihe gelegt werden 6 Kilometer lang. Aber um das noch absurder zu machen, das ganze Bewährungseisen im Beton, wenn man das in eine Linie legen würde, hätte man eine Strecke von 230 Kilometern. Und wenn ihr euch jetzt fragt, ob ich ein Loch im Kopf habe, das kann gut sein, aber für Balder wurden 6200 Löcher gebohrt. Und zwischen 2003 und 2004 gab es Lärmschutztunnelröhren, die nachgerüstet wurden, beziehungsweise andere Lärmschutzmaßnahmen. Ich weiß jetzt nicht, ob das dafür da ist, dass wir beim Achterbahnfahren nicht von der Autobahn Lärm belästigt werden, wo Balder nämlich direkt dran steht. Offiziell heißt es aber, um die Anwohner zu schützen vor dem Lärm. Der Autobahn und Balder dazwischen, ich weiß es nicht. Denn das Ganze fährt ziemlich ruhig. Um mitfahren zu dürfen in diesen Zügen, die wie gesagt einen Gurt und einen Schoßbügel haben, müsst ihr mindestens 1,30 Meter groß und 7 Jahre alt sein. Und bei diesen ganzen weirden Fakten, es gibt natürlich auch einen Rekord, den Balder sich damals geholt hat. Zur Eröffnung war Balder mit 70 Grad die steilste Achterbahn aus Holz, die es weltweit gab. Der Rekord wurde 2006 von El Toro eingestellt, was witzigerweise vom selben Hersteller dieselbe Art Achterbahn ist und im Six Flags Great
Adventure steht, sind wir vor kurzem erst gefahren, zu dem Zeitpunkt, wo ich dieses Video jetzt aufnehme. Was eine grandiose Achterbahn. Balder ist heute einige Jahre später immer noch auf Platz 7 der steilsten reinen Holzachterbahnen, wobei man sagen muss, 3 Achterbahnen auf den Ränken darüber sind sogenannte Topper-Track-Bahnen von RMC, wo es strittig ist, wie weit sind das noch Holzachterbahnen oder doch schon Hybrid-Achterbahnen. Aber auf Platz 1 ist eine reine Holzachterbahn, und zwar Switchback im ZDTs in Texas. Diese Bahn stand schon länger oder steht schon länger zum Verkauf. Inzwischen steht der ganze Park aber zum Verkauf. Also ist die Zukunft von Switchback jetzt auch nicht so sicher, und der Platz 1 der steilsten Holzachterbahn der Welt könnte sich dann nochmal ändern. Aber ich habe es ja schon erwähnt, es ist jetzt nicht so eine normale klassische Holzachterbahn, sondern was Neues, Präzises, Modernes. Und zwar der Prefabricated Track, also die vorher im Fabrik gefertigte Strecke. Das Ganze wurde 4-mal gebaut und wie gesagt Colossus 2001 als erstes, Balder kam 2003 danach, El Toro 2006 und T-Express 2008. Letztere Bahn befindet sich übrigens in Südkorea. Und das Ganze ist von Intamin die Weiterentwicklung der klassischen Holzachterbahn. Nur halt mit Präzisionstechnik, wie man sie von Stahlachterbahnen kennt. Vorgefertigte Schienensegmente werden im Werk computergesteuert gefertigt, und indem man laminiertes Holz CNC fräst und verleimt und in Segmente teilt, wie bei Stahlachterbahnen. Und das sorgt für glatte und exakte Übergänge, was die Fahrt super angenehm und smooth macht. Trotzdem bleibt so ein bisschen die positive Roughness und Rauheit von Holzachterbahnen erhalten. Das wiederum ermöglicht dann einen modularen Zusammenbau, also dass nicht vor Ort wie bei klassischen Holzachterbahnen alles da zusammengezimmert werden muss und Brett für Brett übereinander genagelt wird, sondern diese fertigen Schienenelemente aufgesetzt werden auf das Holzständerwerk, wie man es dann von klassischen Holzachterbahnen kennt, nur halt obendrauf Schiene fertig und nicht Brett drauf, Brett drauf, Brett drauf, Brett drauf. Denn die klassische Holzachterbahn besteht halt aus 8 Brettern, die übereinander genagelt werden, wo dann am Ende oben auch noch dann der Stahlbeschlag drauf kommt. Das Ganze sollte für wildere, verrücktere und airtime-lastigere Layouts sorgen, weil das Ganze weniger verschleißt und wartungsärmer sein sollte. Trotz oder gerade wegen dieser ganzen Hightech-Komponenten gab es dann wirklich viele Probleme. Und vor allem Materialprobleme, und das trotz präzise, industriell laminiert und gefräst wurde. Und das ist das Stichwort Delamitation, also das Ablösen einzelner Holzschichten. Und das hat zum Beispiel bei Colossus im Heidepark für diese großen Probleme gesorgt, dass sich einzelne Holzschichten abgelöst haben und dann Colossus von 2016 bis 2019 stillstand und für extrem viel Geld renoviert werden musste. Aber auch T-Express stand immer wieder still, teilweise auch ein ganzes Jahr lang, und das Ganze halt immer verbunden mit hohen Kosten, langen Warte- und Lieferzeiten und aufwendigen Austauschen von Schienensegmenten, Elementen und Reparaturen. Aber auch El Toro hatte Probleme und dort ist ein Teil der Schiene gebrochen, und also Sachen sind nicht so positiv für diese Art von Achterbahn, so dass auch der Prefab irgendwann von Intamin komplett eingestellt wurde. Dazu kommt auch noch die Konkurrenz aus den USA, wo RMC zum Beispiel mit ihrem iBox-Tracks oder ihrem Retrack-Systemen Achterbahn austauschen, erneuern können, oder auch GCI mit dem Titan Track komplett Segmente austauschen kann. Und ich muss euch sagen, Titan Track ist somit das Geilste, was es gibt. Aber Balder läuft für eine 1, und darum geht es ja auch heute um Balder. Und in Liseberg hat man das jetzt so geregelt, dass die Strecke in verschiedene Segmente eingeteilt wurde, die ist durchnummeriert, und wenn Teile getauscht werden müssen, hat man jetzt neue Einteilungen von Segmenten und sagt einfach nur, ey, jo, wir brauchen Segment 23 neu, dann wird Segment 23 gefertigt, angeliefert und ausgetauscht. So kann gezielt und genau nachbestellt werden, und das Ganze soll auch relativ einfach vonstatten gehen, dann die Streckenelemente auszutauschen. Das hat man dann intern und zusammen mit den Herstellern da ein wenig ausbaldowert. Ja, super spannend, weil die Dinger fahren einfach richtig gut, machen richtig Spaß, und ich bin nur 3 von den 4 gefahren, aber die sind wirklich alle grandios. Vor allem El Toro ist eine der besten Holzachterbahnen der Welt, und es ist echt schade, dass das nicht mehr so gemacht wird, aber ich glaube, es gibt schon Gründe, warum man das jetzt auch komplett sein lässt, auch wenn zum Beispiel in Liseberg ein guter Weg gefunden wurde, um irgendwie damit klarzukommen, und auch alle 4 Bahnen aktuell ja auch betrieben werden. Es ist irgendwo nachvollziehbar, dass es nicht mehr gemacht wird, aber es ist auch schade, dass es so nicht mehr gemacht wird, und Holzachterbahnen sind grundsätzlich
voll nice und vielleicht manchmal auch viel cooler und charakteristischer als Stahlachterbahn. Ich würde mir mehr Holzachterbahn wünschen und auch noch mehr von dieser Art Holzachterbahn. Balda, klein, kompakt, grandiose Achterbahn in Liseberg, die wirklich sehr viel Spaß macht. Wie seht ihr das? Was haltet ihr von Balda in Liseberg und dem Prefabricated Track von Intamin und Holzbau Cordes? Lasst es in den Kommentaren wissen, lasst da weiter quatschen, diskutieren und ansonsten sehen wir uns jeden Tag um 18 Uhr wieder hier auf dem Radio YouTube Kanal zum neuen Video. By the way ist Balda aus der nordischen Mythologie eine Gottheit und Sohn von Odin und Frigg und der Gott der Gerechtigkeit. Nur, dass ihr das am Ende auch noch wisst.